卧薪尝胆, auf Brennholz schlafen und Gala schmecken. Im 5. Jahrhundert vor Christus war das chinesische Gebiet in zahlreiche Königreiche und Fürstenländer zerbrochen. Dazu gehörten die Königreiche Wu und Yue im Südosten, die sich 100 Jahre lang ständig bekämpften. Im Jahr 493 vor Christus besiegte Wu schließlich Yue. Um das Yue-Land erhalten zu können, hat der Yue-König Goujian kapituliert und ging zusammen mit seiner Frau als Gefangener und Sklave ins Wu-Reich. Dort hat Goujian 3 Jahre lang sehr fleißig, selbstachtungslos und den Wu-König Fuchai umschmeichelnd gearbeitet, wie ein Rind oder ein Pferd. Dies hat Fuchai bewegt und er genehmigte, Goujian zu befreien und in Yue-Reich zurückzuschicken. In Wahrheit schmiedete Goujian ambitioniert einen langfristigen Plan, Rache an Wu und Fuchai zu nehmen. Er arbeitete sehr ehrgeizig bei neuen Politiken, um die Bevölkerung und die Wirtschaft von Yue zu entwickeln, um eines Tages Wu niederschlagen zu können. Damit sich der Ehrgeiz nicht langsam mit der Zeit abschwächte, verzichtete er freiwillig auf den königlichen Luxus. Auf seinem Bett ließ er Brennholz auslegen. Ein Stück Tiergala wurde aufgehängt in seinem Schlafzimmer. Jede Nacht schmeckte er die bittere Gala und schlief auf dem stacheligen Bett. Der bitterste Geschmack und die stechenden Schmerzen erinnerten ihn an seine heiterste Zeit in Wu-Reich und motivierten ihn, für die Rache zu kämpfen. Fast 14 Jahre lang tat er dasselbe jeden Tag, bis er schließlich Wu eroberte und Fuchai zum Selbstmord gezwungen hat. Im Chinesischen benutzt man das Idiom 卧薪尝胆, auf Brennholz schlafen und Gala schmecken in Kontexten, wenn jemand sich großen Schwierigkeiten unterzieht. Es ist allgemein bekannt, schwierige Lebensbedingungen können einerseits jemanden physisch und psychisch quälen, andererseits die Willenskraft und die Leistungsfähigkeit verstärken. Dafür können wir viele historische Persönlichkeiten als Beispiele nennen. Der 40-jährige Historiker Sima Qian wurde vom Kaiser mit der grausamen Kastrationsstrafe gequält, weil er etwas gegen den Willen des Kaisers gesprochen hat. Trotz dieser Schmach entschloss er sich, weiterzuleben, um das Schriftwerk seines Lebens, Shiji, Aufzeichnungen des Chronisten fertig zu schreiben. Die Kulturrevolution war die härteste Zeit für die chinesischen Wissenschaftler und Experten jener Zeit. Sie wurden in sogenannten Kuhställen eingesperrt. Aber viele davon gaben die Hoffnung nicht auf. Am Tag mussten sie harte körperliche Arbeit leisten und von der Roten Garde kritisiert und demontiert werden. In der Nacht führte sie geheim ihre Forschungsprojekte durch. Nach der Kulturrevolution konnten sie und die Forschungsergebnisse aus Kuhställen endlich einen neuen Frühling begrüßen. Derartige Laute, die Schicksalsschläge überlebt und wundersame Leistungen erzielt haben, sind Ihnen bestimmt bekannt. Schicksalsschläge lassen sich nicht vermeiden. Was man machen kann, ist damit umzugehen und das Leben zu der positiven Seite umzukrempeln. Liebe Zuschauer,
Wie ist Ihre Meinung zu den bitteren und schmerzhaften Erlebnissen im Leben?